verbunden mit der Entwicklung der blockfreien Länder und des Bündnisses, entwickelte sich in Afrika dann eine Situation eines nicht kapitalistischen Weges. Und das waren die Länder, mit denen wir den Kontakt entwickelten, weil der nicht kapitalistische Weg war ja ein Versuch, aus der Isolation herauszukommen, fortschrittliche Bewegungen im afrikanischen Raum zu entfalten. Und ich erinnere mich sehr gut daran, dass Ende der 60er Jahre war es wohl, es dann auch mit Ägypten Begegnungen gab. Es gab dann in den 70er Jahren, noch bevor die Welle der Anerkennung kam, mit Südafrika Kontakte. Auch die Palästinenser hatten Vertretung in der DDR, die wir solidarisch bezahlten und nicht, dass sie bei uns sozusagen auf der Matte stehen mussten. Und dieser Prozess der Entwicklung ist, das glaube ich, kann man mit aller Realität sagen, stärker als aus anderen Ländern, besonders von der DDR getragen worden. Weil die DDR verbunden damit vor allem in 3 Richtungen wirksam wurde. Einmal hatten wir Jugendbrigaden und wir holten dann auch zur Qualifizierung Arbeitskräfte aus Mosambik, die zum Beispiel in der DDR ausgebildet worden sind. Und das war sowohl eine Frage der Solidarität und auch eine Frage, die damit verbunden war, dass wir über diesen Weg bemüht waren, natürlich auch konvertierbare Währung einzunehmen. Und über diese Entwicklung kamen dann auch Kontakte, dass der nicht kapitalistische Weg ja auch Fragen des Militärs, der Sicherheit mitbrachte. Und so sind dann auch Ausbilder in diesen Ländern wirksam geworden. Und es ist ein Kontaktfeld entstanden, das eigentlich unterschwellig schon einen gewissen Grad von diplomatischen Kontakten beinhaltete. Und das war für die DDR ein echtes Gewinn in diesen Räumen. Und in Lateinamerika war das sehr stark verbunden mit der Tatsache, dass ja dann aus Chile vor allem sowohl in die DDR wie nach Westdeutschland, aber aus Chile auch stark nach Skandinavien Immigranten gegangen sind. Und diese Exilentwicklung förderten und entwickelten wir wiederum auf der linken Seite sehr stark, indem wir in der DDR, in der Nähe von Berlin in Kleinmachnow, an einer Parteihochschule, wie wir es nannten, dann auch aus diesen Ländern, von denen ich sprach, Exilanten dort in die DDR holten, die marxistisch-leninistische Ausbildung erhielten. Es war immer ein großes Geflecht. Und über den Weg habe ich schon in DDR-Zeiten Corvalán, Valodia Teitelbaum aus Chile, auch Rodney Arismendi kennengelernt, die ja dann zu Besuchen in der DDR waren und nicht nur in der Sowjetunion. Und das alles waren die Möglichkeiten, die wir versuchten auszuschöpfen, um sowohl die Solidarität zu zeigen und zu pflegen und zugleich auch aus Isolierungen herauszukommen.